Ja, moinsen, wir sind mal wieder auf Tour und wie ihr seht, üblicherweise mit dem Chevrolet wieder. Und das Fahrzeug stelle ich euch jetzt mal genauer vor. Der Truck hat 4,1 Tonnen Gesamtgewicht und im Fahrzeugschein im Feld J die EU-Fahrzeugklasse N2 eingetragen. Das bedeutet, den darf man nicht mehr mit dem Babyklasse-Schein fahren, sondern da braucht man den richtigen Führerschein dazu. Also die Klasse 3, ne? Damit wir es nicht falsch verstehen. Da fangen wir gleich mal an mit dem Wichtigsten beim Truck, nämlich dem Laderaum. Der hat hier den 8 Fuß Laderaum von der Länge her. Das sind dann nachgemessen, habe ich das mit 2,45 Meter und in der Breite ist es 1,10 Meter. Die Breite, die ist aber hier begrenzt durch die Seitenkästen und vorne habe ich ein bisschen mehr, das zeige ich euch gleich noch. Und von der Höhe haben wir hier 90 mit der Oberkante hier. Ja, und hier an der Seite, da ist ein Fach für Spanngurte und da unten drin ist die Technik für Heizung und Klimaanlage und Gebläse. Und da ist nochmal ein Ablagefach. Jetzt gehen wir mal einen Schritt zurück. Ja, wir haben da noch Ware drauf und natürlich auch Zurösen, damit man die Ladung ordentlich sichern kann. Und übrigens, ja, also für die Leute, die gern dicht auffahren, ich habe auch noch nach hinten eine Dashcam, die Fahrer und Kennzeichen aufnimmt von den Leuten, die mir zu dicht auffahren, also haltet Abstand. Dann sind wir jetzt hier vorne am Laderaum und wie man sieht, der ist alles mit Siebdruckplatten ausgelegt und hier vorne, das kann man hochklappen. Da muss ich mal kurz das ein bisschen rüberschieben, dann kann man das hier, wenn man der Gurt noch aushängt, kann man das hier hochklappen und da drüben den Boden kann man auch hier hochklappen. Dann kann man hier vorne noch ein bisschen höhere Sachen einladen, wenn es mal nicht ausgeht mit den 90 cm, die wir hinten haben. Hier vorne habe ich schon 3 Fahrräder nebeneinander stehen gehabt. Ja, dann haben wir hier noch praktisch eine Durchreiche. Da komme ich jetzt nicht ran, weil ich die blöden Kisten da stehen habe. Das ist für den Fall, wenn ich mal lange Ladung habe, wie Dachlatten oder so, dann kann man da aufmachen, kann man es noch ein bisschen nach vorne schieben. Und da unten haben wir dann das Fach für die Kaffeekanne. An das Fach kommt man natürlich auch von vorne ran. Dann auf der rechten Seite habe ich hier die Halterung für meinen klappbaren Sackhahn. Und wie gesagt, auch dieses Teil kann man nach hinten hochklappen. Das kann man dann mit der Kette hier sichern, dass es nicht wieder vorfällt beim Fahren. Ja, und die Türverkleidung habe ich abgebaut. Dann habe ich hier noch zusätzliche Staufächer. Und hier ist auch noch mal ein Werkzeugfach. Und da vorne haben wir die Elektrik, ja, 12 Volt Anschluss, USB Anschluss, 230 Volt Anschluss. Ja, für den 230 Volt Anschluss, da ist unten hier ein Anschluss, ein CEE Anschluss, wo man dann also zum Beispiel, wenn man mal irgendwo am Campingplatz steht, weil ich fahre damit auch in Urlaub, anschließen kann. So sieht es in etwa aus in dem Laderaum. Jetzt habe ich natürlich noch Leergut und Ladung drin. Und das Fahrzeug ist ein K2500. Die Typenbezeichnung 2500 steht für 2500 Pfund Zuladung. Es stimmt nicht ganz, in Wirklichkeit sind es 1270 Kilogramm nach Fahrzeugschein. Dann haben wir noch eine Anhängerkupplung dazu für auflaufgebremste Anhänger bis 3,5 Tonnen. Und die Gesamtzugkraft wären 10.000 Pfund, also 5 Tonnen.
Die darf allerdings nur ziehen mit durchgehender Bremsanlage, also mit elektrischer Bremse oder Luftdruckbremse. Und hier ist das Powerplant, das Kraftwerk, ein 454 Kubik V8, Big Block nennt man das auch. Ja, ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen, ist ein bisschen schmutzig, ich tue ihn auch nie waschen, weil hier ist auch viel Elektronik verbaut, da will ich nicht drin rumwaschen. Und er hat 2 Batterien hier vorne noch drin, ja, und der Luftfilter ist auch ein bisschen groß. Und das ist also der Antrieb. Die Kraft wird übertragen auf das 4L80E Getriebe. Und apropos Kraft, das sind 410 Fuß pro Quadratinch. Das gibt dann 556 Newtonmeter. Ach ja, dann haben wir noch die Breite vom Fahrzeug. Also mit Spiegel ist er 2,40 Meter breit. Die stehen ja schon ein gutes Stück vor, sieht man ja. Die Gesamtlänge sind 219 Inch und die Höhe 75 Inch. Ja, eine Gas Mileage bringt er von 11,5 Miles per Gallon bis 17,7 Miles per Gallon. Und 40 Gallonen Tank hat er. Normalbenzin wird er fahren, aber hier in Europa muss man ja super fahren, weil es hier kein Normalbenzin mehr gibt. In den USA gibt es tatsächlich Normalbenzin, das ist dort die Standardversion, was es so gibt. Ja, und hier sind wir jetzt im Innenraum. Ja, da habe ich hier natürlich die üblichen Sachen wie Navi und so. Das Garmin Navi, über das Garmin habe ich ja schon mal ein Video gemacht. Und hier, das ist noch fürs Gelände, die GPS-Koordinaten und die Neigungswinkel und die Himmelsrichtung und die Höhe. Hier in der Mitte habe ich nochmal einen Staukasten für die Getränkeflaschen für unterwegs, Kaffeebecher und dann für Lieferscheine. Und hier, das sind die Fächer, die man auch von hinten rankommt. Da habe ich jetzt nochmal zusätzlich Landkarten dabei. Und da oben, das ist das Fach, wo ich mit dem Rückspiegel nach hinten schauen kann, wenn die Ladung nicht bis oben hin voll ist. Ja, und die Trennwand, die ist hier auch in Grau gehalten, wie das ganze Interieur ist in Grau. Außer da ist es ein bisschen schwarz in der Mitte, aber der Rest ist alles in Grau. Also das da, diesen Kasten, der ist auch nicht serienmäßig, das ist auch customized, wie man so schön sagt. Ja, und reifenmäßig haben wir 245, 75 R16 und wenn ich nach Marokko in die Wüste fahre, dann tue ich mir auch gern die 33 x 12 5 R16 5 drauf, mit denen darf man aber in Deutschland nicht fahren. Ja, und das hier ist für Frankreich, wenn man in Frankreich fährt, und das ist ein Aufkleber. Früher hatte ich Magnetschilder dran, aber die sind mir immer geklaut worden. Und dann habe ich einen Aufkleber mir besorgt. Ja, und hier ist die Achslast vorne, dann hier nochmal die Kubik und die Achslast hinten. Ja, und hier sind die Länder, wo ich schon überall war. Übrigens, neulich hat er hier die 444.444,4 Meilen überschritten. Und da habe ich ein extra Video dazu gemacht. Also dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und tschüss.